Dani kommt vom Laufen zurück. Hallo. 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 Ich habe mit meinem Knie ein bisschen wehgetan, deswegen habe ich aufgehört zu laufen und bin zum Spaziergang mit Telefonieren nach Hause übergegangen. Und Hunger habe ich. Wir haben uns ein bisschen umgestellt und wir werden jetzt duschen mit einer wunderschönen Aussicht. Dani wärmt ein bisschen Wasser. Das mischen wir dann mit dem kalten Wasser im Kanister und dann... Das ist immer ein bisschen eine Überwindung anzufangen, aber man zieht sich nachher einfach warm an und dann geht's. Und unsere Batterie ist halt noch voll, deswegen brauchen wir keinen Campingplatz. Deswegen wäre es halt einfach eine Verschwendung, einen Campingplatz zu nehmen. Zieh's durch! Boah. Das Wasser ist eh nicht kalt, aber es geht halt so ein leichtes Lüftchen. Fühlst du dich frisch? Ich fühle mich jetzt sehr frisch. Das Wasser war nicht kalt? Nein. Das ist der Ausblick beim Duschen. Das hat man nicht so oft. Wir sind fertig und ich habe ein Leibel vom Dani an, weil ja, manchmal muss man flexibel sein, wenn schon alle Leibel aufgebraucht sind. Und ja, wir schauen, was der Tag uns bringt. Ja, ich kümmere mich gerade ein bisschen wieder ums Auto und habe schon bei den Dachträgern ein bisschen was optimiert, damit die Befestigung von den Dachträgern nicht so scheuert am Autodach. Und unser Lenkgetriebe oder unsere Servolenkung ist undicht. Seit Finnland schon. Und in Finnland haben sie uns Cold Climate Power Steering Fluid einfach mitgegeben und gesagt, ja, füllt es einfach nach. Und das müssen wir immer ab und an tun. Perfekt. Deswegen ist bei uns auch da im Motorraum alles ein bisschen ölig, weil eben da unten das Lenkgetriebe ein bisschen leckt und somit der Fahrtwind das Öl dann darauf drückt, das Überschüssige. Und ja, wir haben uns schon lange gewundert, aber dann eben war es klar. Ja, und der in Finnland hat gemeint, ja, solange man es nachkippen kann und es nicht einfach zu viel wird vom Verlust her, kann man damit noch fahren. Aber ja, vielleicht muss es irgendwann getauscht werden, aber sicher nicht auf der Reise. Ich setze mich gerade mit DHL auseinander, um zu wissen, wo unser Ersatzteil jetzt ist. Und bestelle das Ersatzteil für die Drohne, weil das kann man dann selber wieder anbauen. Und der Dani hat dabei unsere Tür ausgehängt und sie geschmiert und baut jetzt wieder zusammen. Vielen Dank, lieber Dani. Die quietscht nämlich schon echt lange. Ja, das ist schon nervig. Ich sitze schon 2 Stunden vor dem Computer und jetzt bin ich endlich so weit, dass mir DHL die Adresse sagt, wo ich das Paket abholen kann. Das ist nicht so leicht. Drohnenersatzteil ist jetzt auf dem Weg und wir wissen jetzt die adresse, wo wir DHL abholen können. Juhu! Wissen wir die Adresse? Ja, ist jetzt gerade geschickt. Boah. Packen für die Wanderung. Sind bereit. Circa 2,5 Stunden, glaube ich, sind wir wieder da. Bis zu einer Grotte, die jetzt aber zu hat, weil Lebenssaison ist. Aber der Weg soll ganz schön sein. Bye bye, Defender. Bis bald. Das ist ja so ein Kletterparadies hier, wo wir jetzt gerade sind, in dem Bereich von Sardinien. Und da vorne klettert jemand die Route. Also wir haben vorher schon gesehen, dass sie unten sind, aber jetzt klettert er gerade. Ali. Hey. Ali. Und das ist ein schönes Plätzchen.
Und bei diesen grandiosen Felsformationen mit dem Strand und so, gerade gestern ist unsere Drohne kaputt gegangen. Das ist so schade, aber ja. So müssen wir halt jetzt den Berg erklimmen, um diese Aussicht zu genießen. Und diese Art, wie der Stein da gerillt ist so interessant. Oder wie er da unten so ausgehöhlt ist. Richtig schön. Wir sind jetzt noch 3 Kilometer weiter in die Stadt spaziert und werden da... gekauft, unser Ja. Lebenselixier. Und die Stimmung am Meer ist gerade so schön. Das ist das beste Tiramisu, das ich je gegessen habe. Und es gibt hier in Cala Conone so viele Defender, also auch verhältnismäßig für diesen kleinen Ort wirklich viele Defender. Alte, neue, besondere, normale. Mittlerweile, wenn man so lange unterwegs ist wie wir, hat man schon ein Auge für so öffentliche Wasserstellen oder öffentliche Steckdosen oder sowas wie hier. Jetzt einen Wasserhahn und da fülle ich jetzt noch die Kanister auf. Jo, ich habe die Karin jetzt noch vom Restaurant abgeholt, weil ich bin zu Fuß zurück zum Auto gegangen und die Karin ist noch im Restaurant geblieben und hat Ansichtskarten geschrieben. Und ja, somit perfekte Arbeitsteilung und gute Nacht. Buongiorno. Wunderschöner Ausblick. Mit erweiterter Frühstücksablage. Karin spült, ich wasche ab und dann trockne ab. Ein wunderbarer Stationenbetrieb. Ja, das Ersatzteil ist mittlerweile bestellt nach Palermo. Es sollte in einer Woche da sein. Ich probiere jetzt mal quasi das behelfsmäßig zu lösen. Aber nur dieses Kabel dort unten für den Stabilisator von der Drohne ist so, das da. Also dieser Motor ist da quasi außer Funktion, rauf, runter. Wenn ich das jetzt aber so feststelle, dann sollte die Drohne so selber trotzdem stabilisieren. Und das schauen wir uns jetzt an. Schauen wir mal. Kann man starten? Er hat noch kein GPS. Ah. Sie fliegt! Das ist... Also fliegen kann man noch, das ist auf jeden Fall super. Er sagt mir auch in der App, dass ein Gimbal-Problem vorliegt mit dem Neigen, aber er schaltet anscheinend jetzt ganz ab. Aber das Fliegen geht noch, das ist auf jeden Fall super. Das GPS und so, das funktioniert alles noch. Ja. Das ist wirklich nur das Kabel, das wir bestellt haben. Es ist jetzt 9:30 und wir werden wahrscheinlich den Rest des Tages dann Videos schneiden und vielleicht noch Untertitel machen, Kommentare beantworten und sowas. Ja, passiert nicht viel. Wir haben praktisch den ganzen Tag im Café verbracht. Ich habe ein Buch ausgelesen und sonst ist nicht viel passiert. Und jetzt hat es gerade angefangen zu regnen, aber es passt. Warm genug ohne Heizung. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Boah, jetzt kommt gut die Sonne raus, ja. Es ist sehr bewölkt, aber manchmal kommt eben schon die Sonne raus. Und dann ist ganz schönes Licht in der Nachtzeit. Ja. Dann ist, muss man sagen, wirklich Frühling. Das ist schön. Und es war so eine schöne Nacht. Ohne Heizung, ohne Wind. Und es war richtig schön ruhig und ich habe, glaube ich, 10 Stunden oder so durchgeschlafen. Das ist richtig schön. Wenn man schaut, wie schnell sich die Wolken bewegen, aber bei uns bewegt sich kein einziger Zweig. Unser Nachtzeltdach ist undicht. Aber nicht so, dass wir es bemerken eigentlich, weil, Ja, sieht man das? Das Wasser sammelt sich da drinnen und da kann sich schön eine Grube bilden. Und dann, ja, wenn man es nicht weiß, kommt es dann da runter. Schlafsack Aber ein jetzt bisschen nass wissen wir geworden, aber Ja, schlafst kann man alles richten.
Wir haben vor kurzem neues Scheibenwischwasser gekauft und ja, unser Scheibenwischwassertank ist jetzt voll, aber es ist noch die Hälfte vom Kanister voll und deswegen schenken wir den jetzt weiter. Auch einen Platz mit wunderschönem Ausblick ausgesucht. Oh. So, wir fahren jetzt wieder raus aus Cala Gonone. Eine richtig kleine, schöne Stadt, sehr verschlafen. Jetzt im März noch ein Restaurant offen, sonst eigentlich fast gar nichts. Wo wir jetzt wild gestanden sind, dort ist es eigentlich verboten, aber die Polizei hat das ist auch ein paar Mal vorbeigefahren und hat es immer geduldet, weil wir könnten nicht mal auf den Campingplatz fahren, weil keiner offen hat. Also das fand ich sehr schön. Und jetzt fahren wir nach Dorgali. Wir haben uns jetzt entschieden, in den sauren Apfel zu beißen und für 1,48 zu tanken, weil es wird einfach leider nicht günstiger hier in Sardinien. Oh. Und auch hier wieder wie letztens in Italien. Bei der Selbstbedienung kostet es 1,48,9 und 5 Cent mehr bei Bedienung. Also 5 Cent pro Liter mehr für Bedienung. Und der Diesel, mit dem wir jetzt noch fahren, ist aus Andorra, wo es fast halb so viel gekostet hat. Nicht ganz, aber... Und das nehmen tatsächlich Leute. Also die tanken gerade mit Assistance für 4 Cent pro Liter mehr. Ach, man sieht so schön viele Defender hier. Es blüht jetzt schon so viel hier auf Sardinien. Das ist richtig schön. Abgesehen von der richtig beeindruckenden Brücke dort gibt es da hinten noch die Möglichkeit, dass man durch den Fluss fährt. Aber der Fluss führt jetzt ziemlich viel Wasser. Aber wir schreiben die Koordinaten auf jeden Fall in die Videobeschreibung, weil das ist echt ein cooler Platz da. Und wir sind, Überraschung, Überraschung, die Einzigen. Ich bin auch gespannt, ob da jemand ist, der die 2 Euro oder 1,50 einhebt. Sicher nicht. Das sind die Vorteile, wenn man in der absoluten Nebensaison unterwegs ist. Und der soeben einsetzende Regen ist der Nachteil der Nebensaison. Und ganz viel da ist so richtig schön weich bemoost. Ab und zu kommt die Sonne raus, dann regnet es wieder, dann geht die Sonne wieder weg. Dann regnet es wieder, wieder nicht. Es ist richtiges Aprilwetter hier auf Sardinien im März. Da ist das Panorama vom Panoramaweg. Was das wert, Karin? Ja? Ja. Schön. Und da unten geht es 130 Meter in die Tiefe. Und da fließen 500 bis 10.000 Liter die Sekunde vorbei. Also jetzt ist eher mehr. Hier. Ja, weil Regensaison ist. Ja, ich habe gerade entdeckt, eine fleischfressende Pflanze. Ich habe die sonst nur im Obi oder Bella Flora oder so gesehen. Noch nie in echt. Nicht berühren. Nein. Sie frisst dich. Aber jetzt ist sie zu. Nein, ja, halt, weil es regnet vielleicht. Aber da unten gibt es so wie ein Gaumenzäpfchen. Und wenn man von da schaut, sieht man die Öffnung unten. Einer der wenigen Luxusgegenstände, die wir mit haben, ist eine Taucherbrille. Und ich möchte dort einmal mal schauen, wie weit man runter sehen kann.
Mit Sonne ist es so schön. Boah. Die Ziege schnappt sich die guten Kräuter. Da sind gerade Leute mit ganz vielen Wasserflaschen angekommen und die füllen die jetzt alle auf. Weil ich glaube, das ist das Wasser von der Quelle und wir werden da auch unseren Kanister auffüllen. Das frische Quellwasser geht sich genau aus, gerade bis zum Kanister. Es füllt sich ganz schön schnell.